Ja, herzlich willkommen zurück zu Pineview Drive. Die nächsten 3 Nächte sind jetzt an der Reihe, Nacht 4, 5 und 6. Und ja, klar, hier kann man schon sehen, wie ich beim letzten Mal erwähnt habe, ich habe das Spiel schon durch, aber nicht schlimm. Wie gesagt, an alles kann ich mich nicht mehr erinnern. Typische Ausrede, wenn man das Spiel schon durchgespielt hat und dann auf die Idee kommt, ein Let's Play zu machen, aber was soll's. So. Das erste, immer das Licht anschalten, bevor es losgeht. Ach ja. Mir ist übrigens aufgefallen, dass in dem letzten Let's Play, den habe ich mir nämlich nochmal selbst angeschaut, da ist die Bildqualität, wenn es dunkel ist, nicht allzu gut. Deswegen stelle ich die Helligkeit mal auf die Hälfte, weil ich bin mir ziemlich sicher, das lag daran, dass es zu dunkel war. Wenn es hell ist, sah es eigentlich ganz gut aus, aber immer wenn es dunkel war, dann war das Bild so komisch verpixelt oder was das war. Und ich weiß nicht, das sah überhaupt nicht gut aus. Deswegen probieren wir es mal, ob wir es mit dieser Helligkeit auch hinkriegen. So, Batterien gleich mal gewechselt, da sind die nächsten. Was ist denn das hier? Ja gut, das sind Streichhölzer, aber das hier, das kenne ich noch gar nicht. Ein Cocktail mit Tentakeln. Interessant. Ne, hier konnte ich noch nicht hin. Ja, jetzt geht's wieder los, herauszufinden. Wo war ich schon, wo war ich noch nicht? Hier oben war ich, glaube ich, schon drin. Ja. Oh, ach du je. Irgendwann müssen diese Schwerter runterfallen. Ich warte da einfach nur so sehr drauf. Weil das ist ja eine der Sachen, die ich mir gemerkt habe. Ja, gleich geht die Uhr wieder. Ja. Wie gesagt, das ist eine so der Sachen, die ich mir gemerkt habe, dass die Schwerter irgendwann runterfallen. Einen übelsten Krach machen. Aber die lassen dann halt auch einen Schlüssel fallen für die nächste Tür. Wie gesagt, wann das passiert, keine Ahnung mehr. Okay, hier liegt nichts. Hier noch das Licht an. Und hier auch noch. Ja, gut. Ich glaube, es ist noch nicht ganz so dunkel draußen, oder? Ja, doch, es wird immer dunkler. Da ist halt, wie gesagt, wenn das zu hell ist, dann brauche ich die Taschenlampe nicht. Boah, jetzt hat mich der Schatten übelst erschrocken. Ach ja. Ich bin echt gespannt, ob ich 3 Nächte oder nur 2 mache, weil die können sich manchmal echt hinziehen, die Level. Also das ist eine Sache, da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Weil das ist halt auch eine Sache, die viele geschrieben haben bei der Rezension. Die Level des Spiels sollen sich sehr lang ziehen, weil man ist mit Schlüsselsuchen beschäftigt, läuft immer wieder hin und her in dem Haus und deswegen lassen sich die Level teilweise sehr langwierig spielen. Also die ziehen sich echt hin. Und okay, man kann jetzt sagen, ja, das ist schlecht. Weil je länger so ein Level dauert, vor allem für die Leute, die einfach nur das Spiel durchgespielt haben wollen in kürzester Zeit, für die ist das Spiel nichts, muss ich sagen. Aber für mich, ich bin halt nur wieder eine besondere Person, was das angeht, für mich ist das gerade gut, dass die Level so lange dauern, weil diese gruselige Atmosphäre, die dieses Spiel einem liefert, die ich persönlich richtig gut finde, je länger so ein Level dauert, desto länger kann ich diese Atmosphäre genießen. Deswegen gefällt mir das so sehr, dass die Level so lang dauern. Aber halt für so ein Let's Play... Ach! Ja, jetzt weiß ich, warum die Kürbisse da sind. Es ist ja kurz vor Halloween, es ist Halloween-Zeit, deswegen sind die Dinger jetzt da. Ach, schön. Ja, das hab ich komplett vergessen. Ach, na gucke mal, wer steht denn da vor der Tür? Sagt die jetzt Süßes oder es gibt Saures? Nee, aber sie hat mich versucht zu erschrecken. Und da liegt ein Schlüssel. Ach, schön, ja. Natürlich.
Wo passt der Schlüssel jetzt rein? Okay, hierfür war es nicht. Ach ja, es ist Halloween-Zeit. Das heißt, ich muss nachher noch The Nightfall spielen. Weil in dem Spiel gibt es ja Trophäen. Wenn man die Kürbisse findet, dann kann man da bis zu 3 Trophäen kriegen. Und die kann man halt nur während der Halloween-Zeit einsammeln. Weil sonst gibt es die Kürbisse halt nicht. Bei Pineview Drive Homeless ist es genau dasselbe. Das werde ich dann übrigens auch noch spielen. Also beide Spiele. Pineview Drive Homeless und The Nightfall. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen spät sein sollte, die zu spielen, weil es haben ja schon so viele Leute dazu ein Video gemacht. Also ich glaube, viel kann ich mit den Videos eh nicht mehr bezwecken, aber darüber habe ich mich ja schon im letzten Video ausgeheult. Boah, diese dunklen Gänge, ist das herrlich. Da liegt der nächste Schlüssel. Licht anschalten. Pass auf. Ist der hierfür? Nein. Wir haben heute, glaube ich, den 26. Oktober. Genau. Ah, hier geht's weiter. Mit dem Halloween-Zeug. Augapfelspaghetti mit einer Hand drin. Und hier sind... Oh. Natürlich... Was? Seht ihr den Schatten? Ich dachte, da hinten ist jetzt auch noch ein Schatten, aber... Oh. Erd-Cupcakes mit Würmern drauf. Und ein eingelegtes Gehirn. Boah. Nicht, dass YouTube dann sagt, ja, das Video muss ab 18 sein, weil ich sowas zeige. Oh Gott, eine Riesenspinne. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Tja, das war jetzt die 4. Nacht, jetzt geht die 5. los. Die ging kürzer als ich dachte. Also schneller als ich dachte. Okay, Licht wieder überall an. Kann man nochmal rausschauen. Die Umgebung in dem Spiel haben die auch richtig gut hingekriegt. Also so von der Spielwelt her und die Lichtverhältnisse, die Umgebung. Also ich kann das Spiel eigentlich nur loben. Optisch ist das Spiel halt einfach eine Offenbarung. Für mich jedenfalls. Okay. So, jetzt habe ich hier noch einen Schlüssel einstecken. Jetzt gehe ich halt hier noch einmal hin. Licht an. Der Schatten ist noch nicht da, aber das ganze Halloween-Gelumpe steht halt hier noch rum. Okay, hier gibt es nichts zu holen. Achso, es war nur ein Bild. Hier die Wandtextur. Sieht sowas von genial aus. Und ja, solange wie das Licht hier noch funktioniert, muss ich nicht unbedingt die Taschenlampe einsetzen. Weil in einer Nacht ist es dann nämlich so, da ist draußen ein übles Gewitter und da fallen dann hier die ganzen Lichter aus. Also das zerschießt dann die ganzen Glühbirnen und dann muss ich die Taschenlampe einsetzen. In dieser Truhe war, in der letzten Folge war ja so ein Schlüssel versteckt, da habe ich Ewigkeiten gesucht, bis ich den gefunden habe. Was haben wir jetzt? Nacht 5. Draußen ist nichts. Nächte 21 bis 28 wären dann furchtbar, wegen der Vogelscheuche. Ich meine, es gibt einen Trick, den man bei der Vogelscheuche einsetzen kann. Aber den erkläre ich jetzt noch nicht, das mache ich später.
Geräusche. Diese Geräusche, die so klingen wie Gummihandschuhe, das sind übrigens diese Statuen. Man sieht hier bei den Augen, die bewegen sich. Und wenn man hier lange genug stehen bleibt vor so einer Büste oder Statue, die machen das, glaube ich, gleichermaßen, dann kann man auch sehen, wie die Augen sich bewegen. Da hat man es gesehen. Und ich musste sogar gar nicht mal lange drauf warten. Das ist genau das, was ich gerade gemeint habe. Und das macht diese Geräusche. Bloß es klingt halt weniger wie Stein oder irgendwas anderes. Es klingt halt wirklich einfach wie wenn man die Gummihandschuhe so verzwirbelt, verdreht oder irgendwas. Wenn man daran zieht, so klingt das. Ein Familienfoto. Das waren sie. Da ist der Schlüssel. Ja, jetzt ist es passiert. Und in der nächsten Nacht sehen wir dann, wo die Schwerter hinkommen. Das finde ich nämlich auch genial. Das haben die bei dem Spiel sehr gut durchdacht. Ne, hierfür war es nicht. Schade. Ich habe mich extra nur so halb umgedreht. Wegen den Schwertern. Ich konnte es mir irgendwie schon denken, dass es jetzt passiert. Aber gut, ich habe mich ja schon mental darauf vorbereitet. Aber wie gesagt, das ist so das Einzige, worauf ich mich mental vorbereiten kann, weil den Rest habe ich vergessen. Was noch so passiert. Ich habe auch überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass jetzt Halloween-Zeit ist. Also, gut, ich weiß, dass jetzt Halloween-Zeit ist, aber ich habe überhaupt nicht mehr im Blick gehabt, wann die Spiele darauf reagieren, weil die machen das ja. The Nightfall, Pineview Drive, Homeless. Obscuritas macht das, glaube ich, nicht. Aber die bringen alle so Halloween-Kürbisse mit rein in das Spiel und so Dekoration, wenn es Halloween-Zeit ist. Das ist wirklich eine richtig geniale Geschichte. Da muss ich die Entwickler jetzt mal auch richtig loben. Ich glaube zwar nicht, dass sie sich mein Let's Play anschauen, aber wirklich, Leute, ihr seid einfach nur genial. Sowas machen halt nicht alle Entwickler, ne? Ja, hier war ich verkehrt. Ich glaube, ich muss hoch in den, ich glaube, ich muss hoch in den Gang, wo ich in der letzten Nacht aufgehört habe. Also nicht dieser Raum, sondern der Gang davor. Hier lang. Nee. Ach ja, in dem Raum war ja auch noch... Hier. Der Schatten da? Nee. Aber ich muss sagen, ich weiß, von welcher Figur dieser Schatten ist. Die werden wir bestimmt nochmal in dem Spiel sehen. Beziehungsweise, wenn ich sie sehe in dem Let's Play, dann schneide ich das auf jeden Fall mit rein. Ja. Yes. Da hat man gesehen, das war jetzt so ein Raum, da konnte ich bloß... Und das ist der nächste Tagebucheintrag. Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Und der letzte Level für heute. Tag 666. Ja. Hier, da geht's nämlich los. Jetzt ist draußen... Genau hier. Jetzt ist draußen Wind. Es fängt an zu regnen. Dazu muss ich nachher noch was sagen. Und es gewittert. Und ich glaube in dieser Nacht noch nicht, aber in einer der späteren Nächte
zerschießt das nämlich die ganzen Glühbirnen und dann bin ich auf die Taschenlampe angewiesen. Also dann muss ich die auch einsetzen. Hier, man sieht auch, es ist wesentlich dunkler. Weil draußen gewittert's, die Sonne ist nicht so richtig sichtbar. Jetzt muss ich mal kurz was zeigen. Seht ihr den Regen? Seht ihr, wie die Regentropfen hinter dem Haus verschwinden oder hinter den Bäumen? Ja, das ist so ein Teil... Es sieht halt wirklich so aus, als würde es nur im Hintergrund regnen, aber nicht halt hier. Weil die Regentropfen werden nämlich von den ganzen Objekten verdeckt. Und das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich echt schade. Gerade weil ich Regen so liebe. So, und jetzt wird's dunkel, jetzt muss ich wieder reingehen. So. Ja, also das mit dem Regen finde ich ein bisschen schade. Aber das Spiel ist trotzdem sehr geil. Und jetzt geht's halt darum, weil ich habe ja nun alle Schlüssel aufgebraucht. Ich muss jetzt wieder irgendein Event auslösen. Einen sogenannten Triggerpunkt, der mir dann nämlich den nächsten Schlüssel gibt. Das ist das System, nach dem Pineview Drive Homeless und hier, The Nightfall arbeitet. Hier, jetzt habe ich 5 Streichhölzer verbraucht, jetzt kann ich wieder eine Packung einsetzen. Man muss solche Punkte, solche Events auslösen, die einen erschrecken sollen. Und einige von denen geben dann den nächsten Hinweis bzw. den nächsten Schlüssel. Bei The Nightfall ist es ja so, man muss halt genug Events auslösen und dann an die richtige Stelle gehen, damit der nächste Hinweis, der nächste Zettel erscheint. Das kann ich dann auch nochmal genauer erklären, wenn ich das Spiel dann spiele. Aber so funktionieren halt die Spiele. Man muss durch das Haus laufen, man muss sich erschrecken lassen. Und je öfter man das macht, beziehungsweise wenn die richtigen... ein Glück, dass das kein Schockmoment mehr war. Wenn man dann die richtigen erwischt hat, dann folgt der nächste Hinweis. So, weil ich ja nun gesagt habe, die Schwerter fallen jetzt runter, die wurden jetzt an die Seite gepackt. Ne? Weil hier im Weg können die ja nicht mehr liegen, ist ja Quatsch. Deswegen hat er die an die Seite gelegt. Einfach, das ist eins dieser Details, die man einfach mal erwähnen muss. So, und jetzt geht's halt darum, wo muss ich hin? Jetzt geht wieder die geile Musik los. Ja, das mit dem Regen. Ich weiß nicht, falls die Entwickler das sehen, ob ihr da noch irgendwas machen könnt, dass der Regen nicht hinter den ganzen Objekten verschwindet. Ich weiß nicht, ob das... Ist das Unity Engine? Ich weiß gar nicht, ob das da geht. Müsste doch eigentlich. Weiß nicht, ob ihr da was machen könnt. Boah. So ähnlich verhalten sich dann die Lichter auch bei The Nightfall. Ne, hier konnte ich noch nicht hin. Da ist wieder der Schatten. Ich weiß aber nicht, ob das nur Halloween-mäßig da ist. Weil an den Schatten kann ich mich gar nicht erinnern. Da liegt ein Schlüssel. Ist der hierfür? Nee. Oh, das wäre zu schön gewesen. Aber da lag ein Schlüssel. Ich musste noch nicht mal auf den Hinweis warten. Von dem Typen. Ja, wenn die Taschenlampe so anfängt zu flackern, dann gehen die Batterien leer. Da oben ist sie jetzt runtergegangen. Ja, es ist besser mit Taschenlampe. Also ich werde die wahrscheinlich weiterhin einsetzen. Nicht, weil ich sonst nichts sehen kann, sondern weil ich, wie gesagt, dann Sorge haben muss, dass die Videoqualität runtergeht. Also für die Leute, die es interessiert, ich nehme mit OBS auf. Und schneiden tue ich mit Adobe Premiere Pro. Oh, beim Rennen hat er geflüstert. Oh. Wenn sowas beim Rennen passiert, das ist dann immer saugefährlich, weil dass man da falsch reagiert, ist dann wahrscheinlicher, als wenn man normal und ruhig läuft. Was zum... Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, genau.
Ja, erschreck dich, weil ich stehen geblieben bin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, jetzt liegt der Schlüssel auf der Schaukel. Wenn ich jetzt da rausgehe und nachgucke. So, Batterien ausgewechselt. Ach, wo laufe ich denn lang? Oh, sieht das herrlich aus. Das Spiel gibt es übrigens auch auf der PS4. Ich glaube auch auf der Xbox One, aber auf dem Computer läuft es halt einfach am besten. Kann es sein, dass ich eben ein Lachen von der Schaukel im Garten gehört habe? Das kann nicht nur sein, das ist auch so. Und da liegt der Schlüssel. Boah, ja, wie ich schon auf dem Weg dahin bin, muss der mir sagen, wo es hingeht. Natürlich. Aber naja, meine Vermutung war richtig. Aber der Schlüssel war nicht auf der Schaukel, sondern der lag halt direkt davor. So, und jetzt wieder abreihen hier. Da sind auch noch Kürbisse. Ich glaube, die Blätter lagen auch nicht da vorher. Das müsste auch Halloween sein. So Halloween-Dekoration. Aber wie gesagt, das ist halt eine so geniale Sache bei den Entwicklern, bei diesen Spielen, dass die an sowas denken. Es ist Halloween und die Spiele haben dann halt einfach Halloween-Dekoration. Sowas Ähnliches gibt es bei Fallout 4, wenn es im Spiel selbst Halloween ist. Dann ist in Diamond City, in dem Baseballstadion, genau in der Mitte von der Karte, ist das, glaube ich. Da ist dann so Halloween-Dekoration. Und wenn es Weihnachten ist, dann haben die halt Weihnachtsdekoration drin und haben einen Christbaum aufgestellt. Gut, Weihnachtsdekoration haben wir in diesen Spielen jetzt nicht. Aber halt die Halloween-Dekoration. Meine gut, in einem Horrorspiel Weihnachtsdekoration. Bisschen seltsam, oder? Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Hatte ich hier hinten schon nachgeguckt? Nee, dafür war es nicht. Batterien. Hä? Auch nicht? Na nu? Moment mal, das muss ich jetzt mal überprüfen. Moment. Hier liegt ja noch ein Schlüssel. Oha, den hätte ich ja bald verpasst, wenn ich nicht an die Batterien gedacht hätte, die auf dem Tisch lagen. Oh je, ist das jetzt hier für ein Schlüssel? Nee. Boah, das gibt's ja nicht. Also wieder vor zum Eingang. Okay. Jetzt noch ein Schlüssel zum Probieren, aber ich glaube... Nee. Auch nicht. Ja, dann kann es eigentlich bloß noch oben im Gang sein. Ich glaube, es ist auch schon wieder eine halbe Stunde, die ich jetzt aufgenommen habe oder so. Hä? Na, Moment mal. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Weil, habe ich jetzt... Ach ja, hier war ja auch noch eine Tür. Ja, genau. Ja, und hier liegt der nächste Schlüssel. Ah, Batterien. Die sammle ich jetzt einfach mal mit ein. Weil die Batterien erscheinen, ja. Immer noch nicht. Oh! Oh, na, das war jetzt... Ja, okay. Ja, da bin ich selber dran schuld. Aber ganz ehrlich, das hat mich jetzt aber auch wirklich erschrocken. Ah, Mann, ey. Jawohl. Wo ging es jetzt weiter? Nee, hier nicht. Ja, hier. Und ich sehe schon den nächsten Brief. Tagebucheintrag. Mann! Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört.
Okay. Das war Nacht 6. Uiuiui, das mit dem Klavier gerade eben. Nacht 7. Ja, okay. Spielstand wurde gespeichert. Sehr gut. Beenden. Es ist so, die Spielstände werden wirklich gespeichert. Also die überschreiben die dann. Und ja. Das war die zweite Folge von Pineview Drive. Alle 30 Nächte. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich weitermache, schreibt mir einen Kommentar. Gut, beim letzten Video kam auch kein Kommentar diesbezüglich, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Also, so richtig interessiert tut es mich scheinbar auch nicht. Aber wie auch immer. Danke fürs Zusehen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, falls euch was besonders gefallen hat oder ob ich was besser machen soll. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Nacht 7 bis 9. Bis dahin. Ciao, ciao.